heute. Zerstört Bonbonbini Gusini unsere Stadt. Deshalb brauchen wir die Hilfe von Bombardino Crocodilo. Damit wir zusammen mit euch Bonbonbini Gusine die fliegende Gans besiegen können. Deshalb brauchen wir unbedingt eure Hilfe und die Hilfe von Crocodilo Bombardino. Schnell hinterher, da ist Bonbonbini Gusine und er startet gerade. Nein, Mann, wir sind zu spät. Er ist gerade in die Luft abgehauen. Zum Glück haben wir unsere Drohne. Mit unserer Drohne können wir jetzt zusammen mit euch Bonbonbini Gusine verfolgen. Und wir beeilen uns jetzt, weil so können wir jetzt noch hier hinterher fliegen. Unsere Drohne ist bereit. Wir fliegen hinterher in 3, 2, 1. Abflug! Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und wir sind auf der Suche nach dem gefährlichen Bonbonbini Gusine. Der kann nicht weit sein. Da ist er! Da ist er! Du hast recht, wir sind das ganze Stadt. Bonbonbini Gusine, eine fliegende Gans. Aber warum zerstört die ganze Stadt und wir haben es live auf der Drohne? Ihr habt es gesehen, er ist einfach weggeflogen. Wo ist er hingeflogen? Hey, der kann doch nicht so weit sein. So schnell ist er doch gar nicht, oder? Das ist eine Gans, die aussieht wie ein Flugzeug. Ihr kennt doch alle Bombardino Crocodilo. Das ist genau das gleiche, nur als Gans. Ja, aber Bonbonbini Gusini ist stärker als Crocodilo. Und viel, viel größer. Und ihr habt ja gesehen, da sind zwei Stück. Und was machen sie? Sie zerstören einfach weiter die ganze Stadt. Habt ihr das gesehen? Beide Bonbonbini Gusini sind größer als die Häuser. Aber warum zerstören die einfach die Stadt? Ich verstehe es nicht. Sie haben sich auf jeden Fall irgendwo versteckt. Wir müssen sie jetzt finden. Mit euch zusammen. Schaltet auf gar keinen Fall ab. Und lasst ein Abo da bei Kevin und Flexi. Ein Abo ist komplett kostenlos. Es kostet einfach nichts. Ich fliege jetzt mit euch da runter in diese Garage. Schaut euch das mal an, wie groß es ist. Denkst du, da verstecken die sich immer? Fliegen raus, zerstören die Stadt und fliegen wieder zurück ins Versteck. Es könnte ja sein, dass das der Hangar von den Flugzeugen ist. Ich wollte gerade sagen, schau doch mal, wie groß das ist. Da kann man doch locker ein Flugzeug oder eine Gans oder eine Kombi verstecken. Und fällt dir was auf? Fällt euch da draußen was auf? Hier ist weit und breit keine einzige Person, wie immer. Kein Auto, kein Flugzeug drin. Das kann nur sein, dass da Bonbonbini Gusini ist. Da ist er! Du hast recht, Bonbonbini Gusini, er startet. Er will starten, genau da aus dem Versteck raus. Und er fliegt oben durchs Dach, oder was macht er? Da ist ein Loch drin. Er sprengt sich ein Loch in das Dach. Und davor war ja schon ein Loch drin. Das heißt, er ist schon viel öfters genau aus diesem Hangar gestartet. Ich flieg raus, Leute, das ist mir viel zu gefährlich. Ich will nicht, dass unsere Drohne kaputt geht. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja eigentlich ganz nah dran an Bonbonbini Gusini. Vielleicht auch schon zu nah. Wir wissen jetzt auch, dass es mehr als ein Bonbonbini Gusini gibt. Es gibt mehrere, es gibt ganz viele. So können die damit auch natürlich schneller die Stadt zerstören, wenn es nicht nur eins ist, sondern mehrere Flugzeuge. Wie viel Bonbonbini Gusini gibt es? Da ist einer! Bonbonbini Gusini als Helikopter. Oh mein Gott, Flugzeug und Helikopter in einem. Das ist die allerneueste Version von Bonbonbini Gusini. Und wahrscheinlich noch viel stärker als die anderen Bonbonbini Gusini. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Wir fliegen mal weiter. Wir müssen gucken. Guckt euch mal das an. Da sind ganz viele Autos, die aus der Stadt fahren. Die hauen ab. Natürlich hauen sie ab. Und wir sind gut dabei mit der Drohne. Wir wissen, hier in der Nähe sind sie. Und sie wollen die Stadt zerstören. Zum Glück haben wir euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt noch weiterschaut. Schaut euch das Video bis zum Ende an. Das wird viel spannender noch. Ich hoffe es, Mann. Wir müssen unbedingt wissen, was Bonbonbini Gusini vorhat. Guckt euch das mal an. Die Straße ist sechsspurig und kein einziges Auto da. Niemand. Ist ja wie leergefegt. Überhaupt nichts ist dort. Ganz da hinten stehen sie, als würden sie warten. Ja, aber auf was warten die denn da? Auf dass die ganze Stadt zerstört wird? Die fahren alle raus aus der Stadt. Ihr könnt es erkennen. Guckt euch mal, die geben alle Gas. Ich wollte gerade sagen, schau mal, wie schnell die fahren. Die fahren doch nicht so schnell einfach so. Okay, das bedeutet, diese Autos haben Angst vor Bonbonbini Gusini und sie flüchten. Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da auf dieses Video. Ich hoffe, uns passiert nichts, aber wir machen das für euch. Für euch haben wir unsere Drohne gestartet. Wir wissen auf jeden Fall, es gibt 2 oder 3 verschiedene Bonbonbini Gusini und wir suchen sie und die sind größer als Häuser. Das heißt, wir müssten sie schnell sehen. Wir haben mindestens 3 Stück schon gesehen, die haben die Stadt zerstört und sie sind stärker als Bombardino Crocodilo. Hier unter uns ist ihr Hangar. In diesem Hangar haben wir einen Bonbonbini Gusini starten sehen. Und wie hat er sie gestartet? Er ist einfach durch die Decke, hat sich ein Loch durchgesprengt und ist abgeflogen. Okay, hier sind mehrere Häuser, ihr habt es gesehen, zwischen den Häusern. Das Gute ist, die Häuser stehen noch, sie sind noch ganz. Das heißt, Bonbonbini Gusini war dort noch nicht. Das bedeutet, Leute, wir haben noch eine Chance. Wir haben eine Chance, Bonbonbini Gusini zu schnappen. Und wir müssen die anderen Leute natürlich warnen,
bevor über ihnen einfach Bombabini Gosini drüber fliegt über die Stadt. Und schaut dir mal an, guckt mal, wie groß die Stadt ist. Da sind so viele Häuser, die noch nicht zerstört worden sind von denen. Deshalb gibt es hier auch verschiedene Bombabini Gosini, damit es zusammen die ganze Stadt zerstört. Die Frage ist nur, warum? Wir wissen es nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass Bombombini stärker ist als Bombardino Crocodilo. Ja, und mit dem hatten wir schon Schwierigkeiten. Was machen wir denn jetzt gegen sowas Gosini? Gegen eine Gans, die in einem Flugzeug aussieht? Ich weiß es nicht. Guck mal, auf diesem Haus stehen irgendwelche Funktürme. Vielleicht ist das die Kommandozentrale. Oder da kann er... Oh mein Gott! Habt ihr es gesehen? Das Haus ist in die Luft geflogen. Aber warum denn? Da war doch gar kein Bombabini Gosini über uns. Die haben eine Rakete auf das Haus geschossen. Aber über uns, das heißt, er war über der Drohne, weil wir haben nichts gesehen. Das bedeutet, Bombabini Gosini wollte unsere Drohne kaputt machen und nicht das Haus. Und hat aus Versehen das Haus getroffen. Das kann sein. Dann flieg mal bitte schnell weg von dort. Wenn er immer noch über der Drohne ist, du weißt, unsere Drohne ist so klein, zack, und dann ist die Drohne zerstört. Aus diesem Grund hat er unsere Drohne auch nicht getroffen, Leute. Er hat auf das Haus geschossen aus Versehen. Ihr habt ja im Anfang gesehen des Videos, wie klein unsere Drohne ist, so klein. Und wie groß ist Bombabini Gosini? Können wir gar nicht zeigen. Passt gar nicht hier auf das Bild. Zum Glück seid ihr da. Ich bin so froh, dass ihr uns nicht alleine lasst. Ich bin so froh, dass ihr dieses Video mit uns jetzt bis zum Ende schaut. Mit euch zusammen haben wir auf jeden Fall eine Chance gegen Bombabini Gosini. Siehst du diesen Riesenturm hier? Der sieht aus wie ein Tower. Oh mein Gott, ich glaube, in diesem Turm stehen sie drin, die Bombardini Gosini. Und obendrauf ist der Landeplatz. Das ist ein Raketensilo. Das Dach kann sich öffnen und dann kommen bestimmt alle Bombabini Gosini raus. Dann flieg aber nicht zu nah dran, weil wenn wir zu nah dran fliegen und die starten, dann ist, oh mein Gott, wie viele! Ihr seht, das sind mindestens 10 Stück. Die passen gar nicht mehr auf das Bild der Drohne. Das bedeutet, sie fliegen jetzt los. Wir müssen weiter fliegen. Wir müssen woanders hin. Das ist ja eine ganze Armee gewesen. Leute. Habt ihr das gesehen? Das war nicht 1, nicht 2, nicht 3, nicht 4, nicht 5. Das waren über 10 Stück. 10 Bombabini Gosini greifen jetzt die Stadt an und wir brauchen deine Hilfe. Du musst das Video bitte bis zum Schluss gucken. Da hat die Stadt ja überhaupt keine Chance mehr, wenn über 10 Bombabini Gosini darüber fliegen. Auf gar keinen Fall. Guck mal da! Oh, was ist das denn? Noch einer. Was passiert hier? Er hat einen Raketenantrieb. Schau mal, seine Flieger, die brennen. Und er hat einen Raketenantrieb, der den Jetantrieben düst. Kann er damit etwa ins Weltall fliegen oder wie? Ich weiß es nicht. Leute, wir sind auf der heißen Spur. Wir sind hier komplett richtig. Das sah aus wie eine Rakete. Und das ist Bombardini Gosini. Warum denn überhaupt dort in dieser Stadt? Okay, Leute, wir müssen jetzt auf jeden Fall eins machen mit euch zusammen. Wir müssen jetzt jeden einzelnen Bombabini Gosini aufhalten. Oh mein Gott, jeden einzelnen. Weißt du, wie schwierig das wird? Im Notfall müssen wir Bombardino Crocodilo zu uns holen auf unsere Seite. Dass wir als Team mit Bombardino Karen und Flexi mit Crocodilo gegen Gosini. Ja, und das ist unsere einzige Chance. Wir müssen irgendwas tun, dass wir wirklich Crocodilo holen. Schau mal auf dem Dach. Was ist da? Das ist ein Pfeil. Der Pfeil zeigt in diese Richtung. Du hast recht, das ist echt ein Pfeil. Und auf dem Dach ist irgendein Düsenantrieb. Das zeigt nach links. Jetzt, wir fliegen Jetzt genau geradeaus. geradeaus. Ihr seht es. Genau da, Leute, ihr seht es, der Pfeil zeigt genau dahin. Was ist, wenn das ein geheimer Code ist, dem wir folgen müssen? Das heißt, wir müssen jetzt einfach mit der Drohne dahin fliegen. Da, Richtung Bombabini Gosini. Was macht er? Oh mein Gott, das sind Raketen. Nein, er fliegt mit den Raketen nach oben. Das war die Raketenangriffsbasis. Oh mein Gott, was haben wir denn jetzt wieder gefunden? Leute, wir finden hier eins nach dem anderen. Es ist brutal. Die sind ja in der ganzen Stadt verteilt. Einer ist dort, einer ist im Hangar, einer war hier. Das ist eine Bombabini Gosini Invasion. Die haben sich da schon vor Jahren eingenistet. Und jetzt greifen sie unsere Stadt an und als nächstes kommen sie zu euch in die Stadt. Natürlich nicht, das verhindern wir. Wir werden versuchen, dass sie wenigstens nur in einer in unserer Stadt bleiben und nicht weit rausfliegen. Okay, ihr müsst jetzt unseren Kanal abonnieren und das Video liken, damit Bombabini Gosini deine Stadt nicht angreift. Nicht so wie hier bei uns. Ihr seht, was alles schon zerstört wurde und was mit unserer Drohne passiert, wenn die einfach so starten. Guck mal, auch hier in diesem Haus keine einzige Person. Die sind alle im Bunker, im Schutzbunker. Ja, das Haus ist komplett leer natürlich. Da wohnt auch keiner mehr. Und guck dir das Gebäude an. Weil genau da hat er gestartet. Bombabini Gosini hat hier gestartet mit 4 Raketen. Oh mein Gott, Leute, wir folgen jetzt diesem Pfeil. Auf diesem Dach war ein Pfeil und diesen Pfeil folgen wir jetzt für euch da draußen. Ich sag's immer noch, dieser Pfeil war ein Zeichen an uns, ein Zeichen an unsere Drohne. Schaut euch mal an, wie groß diese Gebäude alle geworden sind. Boah, sind die groß. Und schau mal da hinten, das grüne Fläche auch. Da kann man auch sehr gut landen und starten.
fliegen wir jetzt mal hin, oder? Wir schauen mal, was da drüben ist. Ich habe ein gutes Gefühl, dass da Bombabini Gusini ist. Und ihr seid mit uns live dabei. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Weil am besten ist, wenn wir natürlich den Chef finden von allen. Der, wo das Kommando gibt. Der Chef von Bombabini Gusini hat eine Atombombe unten an dem Flugzeug. Den haben wir zum Glück noch nicht gesehen, aber den sollten wir jetzt finden. Weil wenn wir den aufhalten, halten wir alle auf. Freunde, wir müssen jetzt unsere Drohne landen. Wir haben keine Chance. Wir müssen unbedingt Bombardino Krokodilo finden. Wir müssen ihn fragen, ob er uns hilft gegen Gusini. Wir landen jetzt unsere Drohne. Wir müssen jetzt unbedingt reingehen und Bombardino Krokodilo anrufen. Wir müssen unbedingt Bombardino Krokodilo anrufen. Er ist unsere einzige Chance gegen Bombabini Gusini. Ihr könnt es sehen und es klingelt auch schon. Hoffentlich geht Bombardino Krokodilo ran. Dann können wir Bombabini Gusini besiegen. Wir fragen ihn einfach, ob er uns hilft und dann haben wir so gut wie gewonnen. Ich ran, das Handy ist besetzt. Was machen wir denn jetzt? Was macht er denn? Wieso geht er denn nicht ans Telefon, Ich ans habe Handy? keine Ahnung. Wenn Bombardino Krokodilo nicht ans Telefon geht, dann lass uns die Drohne starten und ihn suchen. Das ist eine gute Idee. Wir müssen aber vorsichtig fliegen, weil irgendwo in der Nähe ist Bombabini Gusini. Okay, auf geht's. Kann es Da ist er! Bombardino Krokodilo, ihr seht, was macht er? Wir haben ihn so schnell gefunden. Ich glaube, er weiß ganz genau, dass Plane Eater auch in der Nähe ist. Ihr habt's gesehen, Bombardino Krokodilo hat gerade versucht, Plane Eater zu finden. Oh mein Gott, die jagen sich gegenseitig hier auf dem See in der Luft. Das bedeutet, wir haben Plane Eater alleine gefunden, wir haben Bombardino Krokodilo alleine gefunden, aber die zwei haben sich noch nicht gefunden. Aber die suchen sich und der See ist nicht mega groß. Er ist zwar groß, aber nicht ultra groß. Aber ihr wisst ja, der Himmel ist unendlich, Freunde, und der ist riesengroß und die könnten sich da überall verstecken. Plane Eater und Bombardino Krokodilo. Das ist der erste Kampf, die erste Runde. Wir haben schon uns dran, Leute, wir sind live dabei. Ich will doch gar keinen Fall abschalten, gerade spannend. Die Frage ist ja jetzt nur, wer ist stärker? Wer gewinnt diesen Kampf? Plane Eater oder Bombardino Krokodilo? Beides sind Flugzeuge. Der eine hat ein Krokodil als Cockpit im Kopf und der andere hat einen Mund als Cockpit im Kopf. Für mich heißt es eigentlich unentschieden, aber es wird in diesem Video zu 100% einen Gewinner geben. Es ist auch dieses Mal ein fairer Kampf, denn beide sind gleich groß, beide sind aggressiv und beide können essen. Beide haben einen riesen Mund und beide sind auch so gut wie gleich schwer. Da ist ein, oh mein Gott, ich glaube, das ist Plane Eater. Und schau mal, wie er aussieht. Mit seinem riesen Mund und was er macht, Leute. Aber warte, der haut doch ab gerade. Du hast recht. Das sah so aus, als ob er abgehauen wäre, weil hinter ihm Bombardino Krokodilo ist. Das heißt, wir fliegen jetzt kurz weiter. Vielleicht finden wir ja gleich Bombardino Krokodilo in der Nähe. Weil die haben sich nur ganz kurz gegenseitig angekämpft. Da wird noch ein großer Kampf folgen. Das bedeutet aber, Plane Eater hat Angst vor Bombardino Krokodilo. Das kann doch gar nicht sein. Auch Plane Eater ist sehr, sehr gefährlich und stark. Aber Bombardino Krokodilo ist immerhin ein Krokodil. Ihr wisst es ja, ein Krokodil. So ein Duell haben wir noch nie gesehen und ihr bestimmt auch nicht. Ihr dürft nicht abschalten. Schaut das Video bis zum Ende. Es wird richtig spannend. Ich freue mich schon. Ihr wollt doch bestimmt auch wissen, wer gewinnt. Deshalb schaut das Video unbedingt bis zum Ende und lasst auf jeden Fall mal ein Abo bei Calman und Flexi da. Das Abonnieren ist komplett kostenlos hier bei uns auf YouTube. Gerne, gerne, gerne. Ich suche jetzt gerade den ganzen See ab, aber ich finde die zwei nicht mehr. Könnt ihr sie erkennen? Ich glaube, wir müssen weiter hoch. Oder hat sich vielleicht Plane Eater irgendwo versteckt? Wir müssen weiter hoch in den Himmel. Wir können ja noch viel weiter fliegen mit unserer Drohne. Ja, wir sehen schon viel mehr. Der See wird immer größer und größer und größer. Und ihr könnt jetzt auch langsam die Berge erkennen. Schaut es euch mal genau an. Ihr könnt hier die Berge sehen. Natürlich, weil der See ringsrum von Bergen eingeschlossen ist. Boah, wie riesig ist dieses Gelände. Wie riesig ist das? Die können sich überall verstecken. Oh mein Gott! Bombardino und Flecken. Sie kämpfen, das ist die Runde 2. Ich bin so gespannt, wer gewinnt. Sie dürfen nicht abschalten. Schaut euch an. Boah, was passiert da Sie gerade? sind abgehauen. Sie sind beide verschwunden. Was zur Hölle? Wo sind die hin? Ich weiß es nicht. Sind die abgestürzt? Nein, das glaube ich nicht. Das hätten wir gesehen, wenn irgendwas in den See reingefallen wäre. Dann hätte das ganze Wasser gespritzt. Dann aber wäre da eine hat- riesige Welle gekommen. Aber da ist nichts. Guck mal, das Wasser ist komplett glatt. Nein, da müssen die irgendwo hingeflogen sein. Weil sie sind ja Flugzeuge, beide. Und Flugzeuge können fliegen. Zum Glück haben wir eine Drohne und unsere Drohne kann auch fliegen. Nur wir dürfen nicht vergessen, unsere Drohne ist viel, viel kleiner als Plane Eater oder Bombardino Krokodilo. Schau es dir an. Da brennt ein Flugzeug. Irgendeiner brennt. Oh mein Gott, Plane Eater ist verletzt. Meinst du? Natürlich, nach dem zweiten Kampf
hat damit Bombardino Krokodilo so gut wie gewonnen. Und ihr habt gesehen, ein Triebwerk von Plane Eater hat angefangen zu brennen. Das bedeutet, das Krokodil hat ihn gepackt und gebissen an dem Triebwerk. Da! Oh mein Gott, da ist Plane Eater! Er stürzt ab. Wie fliegt der? Er stürzt ab. Oh mein Gott! Der stürzt ab! Der hätte fast unsere Drohne kaputt gemacht. Oh mein Gott, sag mir jetzt nicht, dass der Kampf wirklich Bombardino Krokodilo gewonnen hat. Ich habe jetzt Bombardino Krokodilo nicht gesehen, ich habe nur Plane Eater gesehen. Ja, und wo ist der hin abgestürzt? Leute, ich sehe aber da unten nichts. Ich sehe auch nichts. Warte mal, Blippi ruft an. Warum ruft denn Blippi jetzt auf einmal an? Geh am besten ran und hör, was er zu sagen hat. Okay. Hallo Blippi. Blippi hier. Ihr glaubt nicht, was ich gerade gesehen habe. Das war absolut unglaublich. Ich war gerade draußen am Herumspringen, so wie ich's gern mache. Und da, boom, am Himmel ist da ein großes, buntes Flugzeug geflogen. Und wisst ihr, wer drin war? Bombardino Krokodilo. Ja, der Bombardino Krokodilo. Also, er fliegt da oben, macht seine berühmte Doppelschraubenrolle und auf einmal, oh nein! Irgendwas ist schiefgelaufen. Das Flugzeug hat geflackert und gezischt und kaboom! Ist es runtergesaust. Direkt hinter den Hügel bei der Wackelbaumwiese. Okay, Blippi, wir haben alles verstanden. Du hast beobachtet, wie Plane Eater abgestürzt ist. Wie verrückt ist das denn? Ich werde da jetzt hingehen, jawohl. Ich, Blippi, werde zur Unfallstelle marschieren. Mit meinen super-duper Untersuchungsaugen, meiner Lupe. Ihr wisst schon, die mit dem Orangensaum und meinem Notizbuch. Ich muss rausfinden, was da passiert ist. War es ein technischer Defekt oder war es vielleicht der Wind? Warte, du darfst da auf gar keinen Fall hingehen und dir die Unfallstelle angucken. Du darfst da nicht hingehen. Du musst abhauen. Was machst du denn überhaupt dort? Fragen über Fragen. Ich gehe da jetzt hin, ganz vorsichtig natürlich. Ich pass auf, wo ich hintrete, denn wer weiß, vielleicht liegen da noch glühende Turboteile rum. Und wenn ich da bin, schaue ich mir alles an. Jeden Flügel, jeden Sitz, jeden Knopf. Ich werde alles notieren und dann baue ich vielleicht ein Modell davon. Oder noch besser, ein Rettungsflieger mit Knautschzonen. Wenn ich was finde, ein Hinweis, ein Schraubenschlüssel oder Bombardinos Cape, dann sage ich euch sofort Bescheid. Blippi hat einfach aufgelegt. Habt ihr das gehört, Leute? Blippi will unbedingt dahin gehen, wo Plane Eater abgestürzt ist. Die Frage ist, können wir ihm glauben? Ist er wirklich dort in der Nähe oder hat er uns ein bisschen angelogen und sitzt einfach nur zu Hause? Wir können es nur herausfinden, indem wir jetzt mit unserer Drohne zu Blippi fliegen. Da ist Blippi und er ist wirklich dort und ich glaube, der hat einen Koffer dabei. In dem Koffer muss sein Werkzeug sein. Er will unbedingt den Plane Eater untersuchen, welcher gerade abgestürzt ist. Sag mir doch nicht wirklich, dass Blippi dort ist, um Plane Eater zu reparieren. Er legt seinen Koffer ab und schaut sich um, aber er ist noch nicht. Da ist Plane Eater! Schaut mal, was Plane macht. Er lebt hinter ihm. Pass doch auf, Blippi! Du hast ihn schon gefunden! Er ist hinter dir, Blippi! Und Blippi bemerkt es nicht. Was macht Blippi da? Warum macht Blippi das? Er wartet doch extra auf Plane Eater, dann ist er dort und er sieht ihn nicht! Doch, er hat ihn gesehen, er rennt weg. Ihr könnt es sehen, Blippi rennt weg. Jetzt hat er doch keine Lust mehr, der haut ja richtig ab! Er hat sogar seinen Koffer liegen lassen. Guck mal, er hat einfach seinen Koffer nicht mitgenommen. Er hat Angst bekommen, hat seinen Koffer vergessen und ist einfach abgehauen. Okay, wir haben ihn ja auch gewarnt in dem Telefon. Pass auf! Da ist Plane Eater! Oh mein Gott, nein! Habt ihr das gesehen? Plane Eater hat soeben Blippi aufgegessen und ihr habt es gesehen, Blippi war im Cockpit drin. Und wir haben doch noch Blippi gewarnt, er soll doch bitte nicht dahin gehen, wo Plane Eater ist. Wir kennen doch alle Plane Eater. Das bedeutet, wir suchen jetzt Bombardino Krokodilo, Plane Eater und Blippi. Ja, Blippi suchen wir wohl jetzt nicht mehr. Ich scheine Blippi im Magen vom Plane Eater zu sein. Du hast recht, Blippi wurde aufgegessen. Von Plane Eater? Okay, das heißt, wir müssen jetzt Plane Eater finden und müssen ihn irgendwie dazu zwingen, Blippi wieder auszuspucken. Aber wir dürfen nicht vergessen, irgendwo in der Nähe wird auch Bombardino Krokodilo sein. Das gemeine Krokodil, welches sich als Flugzeug versteckt. Da ist er! Da ist er! Bombardino Krokodilo. Oh mein Gott, siehst du das? Ich glaube, er ist auf der Suche nach Plane Eater. Ich muss euch eins sagen, Leute. Ich bin jetzt auf der Seite von Bombardino Krokodilo, weil der kann Blippi retten. Stimmt natürlich. Da ist Plane Eater. Oh nein, da ist auch noch Blippi drin. Ihr seht Blippi da drin. Ihr habt ihn gesehen. Blippi war im Cockpit. Wenn nicht, spult das Video mal zurück und haltet es an. Da war wirklich Blippi. Ganz vorne im Cockpit auf der linken Seite saß wirklich Blippi im Plane Eater drin. Hinter dem Fenster. Ihr habt ihn ganz deutlich gesehen, Leute. Das heißt, Bombardino Krokodilo muss den Kampf gegen Plane Eater gewinnen und dann können wir Blippi retten. Aber jetzt hat gerade eben Plane Eater Bombardino Krokodilo verfolgt und nicht andersrum. Das bedeutet,
Planeater ist stärker geworden, dadurch, dass er Blippi gegessen hat. Und er war auch rot, ihr habt es gesehen, schaut euch das an. Oh mein Gott, er hat wieder richtige Kraft, er ist wieder ein richtiges Flugzeug. Er ist diesmal nicht abgestürzt, sondern nach oben gestiegen. Oh mein Gott, es hat sich umgedreht. Jetzt jagt Planeater Bombadino Krokodilo. Mit so einer Wendung hätte ich niemals gerechnet. Zum Glück seid ihr noch da. Vielen, vielen Dank, dass ihr noch nicht abgeschaltet habt. Dank euch schaffen wir es, Blippi zu befreien. Das bedeutet, der Kampf fängt wieder von vorne an. Ihr müsst unbedingt dranbleiben und schauen, wer ist der Stärkere. Und ihr seht es, ich fliege wieder ganz weit hoch mit unserer Drohne, damit wir im Himmel die 2 Flugzeuge entdecken können. Das ist sehr gut. Wir können jetzt wirklich einen großen Raum der Luft und Himmel absuchen. Und wir suchen natürlich jetzt Bombadino Krokodilo und den Flugzeugfresser Planeater. Weil die werden bestimmt nochmal aufeinandertreffen. Und dann kann es sein, alle guten Dinge sind 3. Der 3. Kampf. Du siehst es aber gerade, ich schaue mich um, 360 Grad, aber da ist niemand. Doch, da fliegt jemand. Das ist Planeater. Das ist Planeater. Der greift uns an. Pass auf. Freunde, Mann, habt ihr das gesehen? Der wollte uns zum 2. Mal angreifen. Und ich wollte mich gerade so schützen, aber zum Glück sind wir ja nicht vor Ort, sondern in Anführungszeichen nur unsere Drohne. Wenn unsere Drohne aber abstürzt, endet dieses Video. Das Video geht so lange, bis unsere Drohne abstürzt. Wir müssen jetzt ganz, ganz vorsichtig fliegen. Wir wissen, dass beide Flugzeuge genau dort in der Nähe sind. Okay, aber hier ist er nicht mehr. Da war aber gerade da. Wir haben beide und wir haben alle Planeater gesehen. Von da vorne hat er uns gerade im Sturzflug angegriffen und uns auf unsere Drohne drauf. Er will nämlich nicht, dass wir auch vor Ort sind. Er will nicht, dass wir dort sind. Erst hat er Blippi gegessen und jetzt will Planeater noch uns essen? Ja, unsere Drohne will er essen. Kevin und Flexi. Du siehst, ich flieg weiter hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, brennt wieder. Oh mein Gott, war da ein Kampf und den haben wir übersehen? Ihr seht es, Leute, Planeater brennt. Sein Triebwerk wurde wieder angegriffen. Eins war es auf der linken Seite. Jetzt ist es auf der rechten Seite. Das bedeutet, Bombadino Krokodilo hat versucht, gerade Planeater in die Knie zu zwingen. Nur die Frage ist, stürzt Planeater jetzt wieder ab oder rettet er sich? Wir bleiben dran, wir schalten nicht ab, wir suchen weiter. Ich finde ihn aber nicht gerade. Wo ist er denn hingeflogen? Weit kann man ja so nicht fliegen. Das heißt, er muss irgendwo in der Nähe sein. Planeater müsste in dem Zustand jetzt eigentlich eine Notlandung auf irgendeiner Piste einlegen. Ja, da müssen wir schauen, wo es so eine Landebahn oder sowas Ähnliches gibt, wo Planeater landen kann und repariert werden kann. Ich weiß es, ich weiß, wo es eine gibt im Freizeitpark. Wir müssen zum Freizeitpark fliegen, da gibt es eine riesengroße Landebahn. Gibt es da wirklich eine Landebahn? Ja, Leute, wenn wir jetzt zum Freizeitpark mit euch fliegen sollen und die Landebahn anschauen, lasst ein Like da. Hey, das stimmt, der Freizeitpark ist hier in der Nähe. Wenn das Planeater schafft, dahin zu fliegen, kann er dort perfekt landen. Wir sind jetzt auf dem Weg mit euch zum Freizeitpark und wir sind auch gleich da, Leute. Wir sind gleich da. Wir dürfen jetzt nicht die Geduld verlieren. Hoffentlich hast du recht, weil wenn Cameron recht hat, dann wird dort Planeater sein. Und er hat nur noch ein Triebwerk. Wenn er nur noch ein Triebwerk hat, muss er landen. Und die einzigste Landebahn, die ich jetzt kenne hier in der Nähe, ist im Aber vorsichtig! Wenn wir das wissen, dann weiß das Bombadino Krokodilo vielleicht auch, dass dort eine einzige Landebahn ist. Ist ja auch ein Flugzeug. Du hast recht, Leute, wir verschwenden keine Zeit. Wir fliegen jetzt direkt mit euch zum Freizeitpark. Oh mein Gott, das ist der, gell? Ja, das ist der Freizeitpark. Ihr könnt es sehen, überall sind Attraktionen. Und ihr seht es, er ist wirklich riesengroß. Er hat auf jeden Fall Platz für eine ganze Landebahn für ein Flugzeug. Ich suche die Landebahn noch kurz. Ich war schon lange nicht mehr in diesem Freizeitpark. Der muss aber irgendwo sein. Da sind so Reifenspuren auf dem Boden. Natürlich wegen Landung und Start, ist ja klar. Da sind so Gummirabriebe auf der Fahrbahn. Aber pass auf, jederzeit kann Bombadino Krokodilo um die Ecke fliegen. Schau mal, das ist ein Flugzeughangar. Stimmt. Leute, wir schauen jetzt direkt mal unter den Flugzeughangar. Da werden die Flugzeuge doch immer startklar gemacht. Dann fahren sie raus, aber sie fahren ja dann zur Landebahn. Das heißt, sie muss irgendwo in der Nähe sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Da haben Leute irgendwelche Tische hingestellt. Warum? Weil vielleicht schon lange Zeit kein Flugzeug mehr dort war. Okay, Leute, wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Wir fliegen den ganzen Park weiter ab. Irgendwo wird die Landebahn sein, da bin ich mir ganz sicher. Okay, hier ist ein Auto. Guck mal, das ist ein einziges Auto. Und ihr seht schon allein die Straße, wie groß die ist. Umso größer ist auch die Landebahn. Fällt euch was auf? Fällt euch auf, dass hier keine einzigen Menschen sind? Ich sehe keine einzige Person. Vielleicht haben die gerade schon Planeater in der Luft gesehen mit dem kaputten Triebwerk. Und deswegen ist es jetzt ein verlassener Freizeitpark. Oh mein Gott, wir müssen unbedingt diese versteckte Landebahn dort finden. Leute, ihr bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Dann werdet ihr mit uns zusammen diese Landebahn finden. Euer Kapitän, also ich, fliegt auf dem besten Wege dahin und ihr könnt es sehen, hier ist das Auto. Auf zur Landebahn. Wo ist die? Oh mein Gott, so groß ist es. Ich glaube, die war da hinten irgendwo. Ja, da hinten. Hier. Hey, das sieht so aus. Leute, ihr seht es, Mann. Warte, ich fliege weiter. Ich muss näher ranfliegen. Ihr könnt es erkennen. Da ist die Landebahn. Und seht ihr das, wie versteckt die ist?
Die ist zwischen den Häusern versteckt und ihr seht hier auf dem Boden die Gummispuren, die Bremsspuren. Wahnsinn! Genau dort kann man starten und landen und das macht Plane Eater. Okay, und hier ist noch eine Startrampe. Rampe nach oben in die Luft. Ihr seht die Startrampe, wir sind richtig, Mann. Und du weißt ja, Plane Eater kann ja auch laufen auf der Straße. Aber Plane Eater ist noch nicht da, das bedeutet, Plane Eater ist noch bei uns in der Luft. Ja, aber seht ihr das ganz genau? Das sind doch richtige Absprünge. Das weiß. sind doch Spuren überall. Aber wo ist Plane Eater? Plane Eater hat ja nur noch ein Triebwerk, weil Bombardino Krokodilo das gegessen hat. Ihr seht hier genau die zwei schwarzen Kreise auf der Landebahn. Die müssen doch irgendwas bedeuten. Okay, und hier sind blaue Bänke und rote Bänke. Keine rote Bank, sonst nur blaue Bänke. Okay, Leute, Mann, ich glaube, irgendwo muss hier Bombardino sein. Ja, aber wo? Oder Plane Eater. Plane Eater muss dort landen. Er hat ein kaputtes Triebwerk. Und schaut euch mal das an. Was ist das? Ist das auch eine Rampe? Was? Aber eine ganz kleine Rampe. Ihr seht es, da vorne oben am Bild ist eine Rampe über uns. Wir haben ja vorhin die andere gesehen, die war 3-mal 10-mal so groß. Da startet Plane Eater immer. Er läuft an, er fliegt und hopp in die Luft. Ich flieg mal näher. Leute, ich flieg mal näher. Irgendwas ist hier faul. Ihr seht es. Was macht der denn da?